Höret nun, ihr Hörer, die Chronik, wie sie in den Hallen des Schwurs bewahrt und durch die Jahrhunderte getragen ward. Dies ist keine Fabel, kein bloßes Lied, sondern die Kunde von Feuer und Schatten, von Verrat und Treue, von einem Wesen, das größer war als alle Reiche. Skaranox, der älteste der Drachen. 40 Jahre lang verdunkelte er Himmel und Erde. Sein Name wurde zum Fluch, sein Wirken zum Blutgericht. Dies ist die Erzählung seines Erwachens, seiner Herrschaft der Furcht und der Schlacht, in der die Völker sich vereinten. Eine Chronik, geboren aus Schmerz, doch getragen von Liedern, die stärker waren als Stahl. So lauschet meinen Worten. Ich bin Teutarias Bote, der ewige Barde Löwenor, und ich öffne nun für euch das Buch der Lieder. Höret nun die Kunde aus den Tagen der Drachenzeit, denn in jener Epoche erhob sich ein Schrecken, dessen Name bis heute in den Hallen der Chronisten geflüstert wird. Skaranox, der Älteste, der Verderber, das Blutgericht. Die Legenden sagen, er sei nicht geboren worden wie andere Drachen aus Ei und Flamme, sondern er habe geschlummert, seit die Welt selbst im Lied des Anfangs entstand. Ein Rest des Urfeuers, ein Splitter der Schöpfung, gebunden an Felsen und Glut, verborgen unter den Frostbergen, wo Schnee und Eis die Oberfläche bedecken, doch in der Tiefe Magmaadern glühen. Schon vor seinem Erwachen ahnten die Völker, dass dort unten etwas lauerte. Kein Hirte führte seine Herden in jene Täler, kein Runenmeister verweilte dort länger als eine Nacht. Sie berichteten von Stimmen im Wind, von Augen, die aus der Dunkelheit starrten, von Träumen, in denen Flammen die Welt verschlangen. Die Alten nannten diese Region das schwarze Herz der Erde. Doch die Gier der Menschen kennt keine Grenzen. Ein Fürst aus Kalton, dessen Name heute aus allen Chroniken getilgt ist, ließ Scharen von Arbeitern in die Berge treiben. Er suchte nach Gold, nach Edelsteinen, nach Reichtum, der ihn über alle anderen erheben sollte. Als die Minen nicht gaben, was er verlangte, griff er zu dunkleren Mitteln. Er ließ Gefangene opfern, ihre Körper im Gestein begraben, ihr Blut in die Spalten gießen. So schwächte er unbewusst das Siegel, das Skaranox in seiner Tiefe hielt. Eines Nachts, als die Sterne bleich am Himmel standen, erschütterte ein Beben die Berge. Felsen barsten, ein Schrei grollte durch die Täler so laut, dass selbst in fernen Städten die Mauern bebten. Der Boden riss auf und aus Feuer und Rauch erhob sich der Älteste. Sein Leib war so gewaltig wie eine Festung, seine Schwingen verdunkelten den Mond und sein Atem brannte heißer als 1000 Schmiedefeuer. Die Chronisten berichten, dass sein Blick die Herzen der Menschen durchbohrte wie ein Schwert aus Licht und Flamme. Wer ihm begegnete, fühlte Schuld und Furcht zugleich, als hätte das eigene Leben sich gegen ihn verschworen. Die erste Stadt, die fiel, war Drenhal. Sie lag am Fuße der Frostberge. Eine stolze Schmiedestadt, berühmt für ihre Klingen und Rüstungen. Als Skaranox vom Himmel stürzte, fielen die Mauern in sich zusammen, noch ehe die Wächter zu den Hörnern greifen konnten. Sein Atem brannte die Gassen leer, und selbst die stärksten Tore schmolzen wie Wachs. Barden erzählen, dass die Schreie der Menschen sich mit dem Donner seiner Schwingen mischt, dass Kinder in den Armen ihrer Mütter zu Rauch wurden und dass Männer noch im Tod nach Schwertern griffen, die längst zu glühender Schlacke zerfallen waren. Von Drenhal blieb nichts zurück als ein schwarzer Krater. Die Erde selbst war geschmolzen und die Flüsse, die einst das Tal nährten, sanken als kochende Ströme in die Tiefe. So begann das Blutgericht. Nicht mit einem Krieg, nicht mit einer Belagerung, sondern mit der Auslöschung einer ganzen Stadt in einer einzigen Nacht. Die Kunde verbreitete sich wie ein Sturm. Boten flohen nach Süden und Westen, doch viele brachten nur verstümmelte Worte heraus, bevor sie an ihren Wunden starben. In Arindrol, der Hauptstadt Teutarias, sammelte sich der Rat der Bannerträger. Die Gesichter waren bleich, die Hände zitterten. Keiner wagte, den Namen des Drachen auszusprechen, denn schon der Klang ließ Kälte in die Herzen kriechen. Sie wussten, dies war kein Feind, gegen den man mit Stahl allein bestehen konnte. Doch während die Fürsten noch berieten, setzte Skaranox seinen Zug fort. Sein Schatten verdunkelte Täler, sein Schrei ließ Flüsse stocken, und wo er landete, blieb nur Asche.
Noch bevor die Bannerträger ihre Heere sammeln konnten, waren 3 weitere Städte gefallen. So begann eine Epoche der Furcht, die in die Chroniken als das Blutgericht des Karanos eingehen sollte. Und dies war nur der Anfang. Die Kunde von Drenhals Untergang breitete sich schneller aus als jedes Heer. Boten, die Überlebten, brachten Geschichten von einem Drachen, größer als jede Festung, heißer als jedes Schmiedefeuer, grausamer als jede Flut oder Seuche. Und mit jeder Erzählung wuchs die Furcht. Skaranox zog weiter. Er schien keinem Plan zu folgen, keinem Muster zu gehorchen, als sei das Land selbst nur ein Spielbrett für sein Zerstörungswerk. Mal erhob er sich aus dem Rauch der Frostberge, mal brach er über die Küsten Velmorins herein, mal senkte er seine Schwingen über den Märkten Drosvans. Nirgends waren die Menschen sicher. Doch noch schrecklicher als sein Feuer war sein Blick. Denn wer in die Augen des Ältesten sah, der sah nicht nur einen Drachen, sondern das eigene Innere, die eigenen Lügen, die eigenen Schwächen, die eigene Gier. Manche brachen schreiend zusammen, noch ehe die Flammen sie erreichten. Andere erhoben Waffen gegen die eigenen Brüder, wie von Wahnsinn getrieben. So fraß Karanos nicht nur Fleisch und Stein, sondern auch die Seelen der Völker. Barden singen, dass in jenen Jahren der Himmel schwarz war. Nicht nur vom Rauch verbrannter Städte, sondern von den Scharen von Raben und Krähen, die sich über den Leichen erhoben. Flüsse wurden trüb, ganze Wälder verdorrten, und das Land veränderte sein Gesicht. Ein jeder Tag war von Angst erfüllt, ein jeder Sonnenaufgang nur ein schwaches Versprechen, dass die Schwingen des Drachen vielleicht heute nicht den eigenen Himmel verdunkeln würden. 40 Jahre währte das Blutgericht. Eine Generation wuchs auf, die nie den klaren Himmel sah. Kinder kannten nur den Rauch am Horizont, Bauern kannten nur verbrannte Felder. Die Händler zogen nicht mehr von Stadt zu Stadt, sondern flohen von Ruine zu Ruine. Die Menschen sangen nicht mehr von Freude, sondern nur noch von Kummer und Tod. Doch gerade in dieser Finsternis regte sich etwas Neues. Die Barden, deren Stimmen fast verstummt waren, erinnerten sich an die uralten Verse. Nicht bloß Lieder, sondern Schwüre in Klang gegossen. Sie banden ihr Leben an Worte, ihre Treue an Melodien, ihre Hoffnung an den Atem ihrer Kehlen. So entstanden die Schwurlieder. Wenn sie erklangen, standen Männer, wo sie sonst geflohen wären. Frauen hoben ihre Kinder hoch, als könnten sie dem Licht zurückgeben. Und manche Chroniken berichten, dass selbst Karanos Feuer zögerte, wenn diese Lieder in den Tälern erklangen. Doch es war ein schwaches Licht, ein Funke gegen das Meer aus Flammen, immer wieder vereinten sich die Völker. Velmorin entsandte Runenschiffe, deren Segel von Bandzeichen durchzogen waren, doch sie verbrannten, noch ehe sie die Küste verließen. Drosvant erweckte steinerne Golems, riesige Wächter, die von uralten Schmieden erschaffen wurden, doch sie zerbarsten unter den Klauen des Drachen. Teutaria rief seine Bannerträger, Schilde erhoben sich, Banner flatterten im Sturm, doch auch sie schmolzen in der Glut seines Atems. Und dennoch gaben die Menschen nicht auf, denn das Lied des Schwurs hatte sich einmal erhoben und es konnte nicht mehr vergehen. Es wurde weitergetragen, von Lagerfeuer zu Lagerfeuer, von Fliehenden zu Kämpfenden, von Kindern zu Alten, und je länger das Blutgericht dauerte, desto stärker wuchs der Widerstand im Herzen der Völker. Aber es war ein bitterer Widerstand. Denn noch immer fiel Stadt um Stadt. Noch immer schrien Menschen, noch immer starben Felder, noch immer wuchs die Verzweiflung. Die Welt war in den Händen des Ältesten. Und es schien, als würde kein Lied, kein Schwur und keine Waffe jemals ausreichen, um Skaranox zu stürzen. Dies war das Reich der Furcht. Eine Zeit, in der kein Mann, keine Frau, kein Kind ohne Zittern einschlief. Eine Zeit, in der das Land selbst den Atem des Drachen zu spüren schien. Und doch war in dieser Furcht bereits der Samen der Hoffnung verborgen, denn je größer der Schrecken, desto stärker die Sehnsucht nach Licht. Es kam der Tag, an dem die Banner nicht länger im Verborgenen wehten. Boten jagten über Nachtwege, Hörner riefen von Wall zu Wall, und der Ruf ging durch alle Reiche: Hröngar! Hröngar! Dort, im weiten Tal zwischen zerfurchten Hügeln und verbrannten Wäldern, sollte die Entscheidung fallen. Noch ehe die Sonne aufstieg, füllte sich die Ebene mit Schilden, Standarten und müden Augen.
Tortaria stand im Zentrum, Banner des Greifen hoch, zur Linken die Runenschiffe Velmorins auf dem flachen Flussbett, zur Rechten die Golems der Drosswand in Ketten aus Zeichen gebannt. Zwischen den Reihen bewegten sich die Barden, ihre Stimmen nur Atem, ihre Lippen nur Gebet. Keiner sprach den Namen des Drachen aus. Man wartete, als lausche man einem alten, furchtbaren Herzschlag unter der Erde. Als das Licht den Rand des Himmels berührte, zerriss ein Schatten das Morgenrot. Skaranox fiel nicht, er stieg, getragen von Flammen, die aus den Felsen selbst brachen. Sein Schrei schlug wie Eisen an die Brust der Krieger, und die erste Reihe wankte, doch dann erhob sich das Lied. Es war leise am Anfang, kaum mehr als ein Flüstern, ein dünner Faden gegen den Sturm. Ein Schwur, ein Lied, ein Flammenlicht. Die Melodie griff von Mund zu Mund, verflocht sich mit dem Atem der Heere, wuchs an wie ein Strom, der Steine mit sich führt. Barden gaben Takt, Banner gaben Richtung, und wo die Furcht die Knie beugte, richtete das Lied die Rücken wieder auf. Skaranox stürzte herab. Sein Atem schlug in die Front und 1000 Schilde glühten wie Herdplatten. Golems traten vor, in Runen gehüllt, und hielten das Feuer so, wie ein Damm die Flut hält, nicht ewig, doch lange genug. Die Runenschiffe schossen Anker in den Lehm, ihre Masten mit Bandzeichen gespickt, und der Fluss selbst schien gegen die Hitze aufzubrausen. 3 Tage und 3 Nächte dauerte Rhyngar. Bei Tag brannte der Himmel, bei Nacht brannte die Erde. Schwerter wurden stumpf, Stimmen heiser, Augen rot. Man kämpfte im Rhythmus der Verse. Hieb und Schritt, Ton und Atem, als wären Körper, Klingen und Stimmen zu einem einzigen Werkzeug verschmiedet. Am 2. Tag brach die rechte Flanke. Der Drache riss eine Bresche in die Reihen der Drosswand, und ein ganzes Geschwader Runenschmiede fiel in die Glut. Doch aus dem Rauch stieg der Greif, nicht als Wappentier, sondern als lebendige Antwort. Sein Flügelschlag war nicht so groß wie der des Drachen, aber er schnitt den Rauch, brach den Strudel der Hitze und schuf einen Augenblick so schmal wie eine Messerschneide. Die Barden sahen ihn und hoben die Stimmen. Der Chor wurde zum Befehl. Im 3. Nachtwachenlicht geschah, was in keiner Chronik eindeutig steht. Einige sagen, ein Kreis aus Barden und Bannerträgern schloss das Lied wie eine Klammer um das Herz des Ungeheuers, andere schwören, die Klinge eines Unbekannten trug das Siegel der alten Schwüre und traf zwischen Schuppe und Knochen. Wieder andere berichten. Der Drache brach nicht, er wurde müde, nicht an Fleisch, sondern an Sinn, und sank vom Chor erschöpft in sich zusammen. Als die Morgenröte des 4. Tages graute, war das Tal still. Skaranox war fort. Nicht tot auf dem Feld, nicht zerschmettert in den Hügeln, fort. Nur Hitze stand über Rhyngar, und die Erde war an manchen Stellen glasig und schwarz, als hätte ein Riese mit glühenden Fingern die Welt berührt. Die Völker trugen die Überlebenden davon, zählten die Namen und setzten Lichter für die, die keine Namen mehr trugen. Man sprach keine großen Reden, man trank Wasser, das nach Asche schmeckte, und schwieg lange. Am Rand des Feldes fand man Splitter, Schuppen, schwer wie Eisen, warm trotz des Morgens. Sie sangen nicht, und doch lauschte man ihnen, denn wer sie berührte, spürte Wort und Wille in der Haut. Die Greifenwächter nahmen sie an sich. Kein Fürst, kein Rat, kein Schmied durfte sie behalten. Zu groß die Furcht, dass man aus ihrer Kraft nicht ein Siegel, sondern ein Messer schmiedete. Rhyngar blieb vernarbt. Das Gras wuchs nicht mehr, die Flüsse fanden andere Betten, und die Vögel mieden die Luft darüber. Doch um die Narben wuchsen Dörfer, und in den Nächten saß man an kleinen Feuern und sang die leisen Strophen der Schwurlieder, nicht als Waffe, sondern als Erinnerung, das treue Klang hat und das Klang standhalten kann. War dies das Ende Skaranox? Chronisten streiten. Die einen sagen, seine Gestalt sei zerronnen, denn kein Leib könne so viel Lied ertragen. Die anderen behaupten, er schlafe tief in den alten Schächten und träume in Donner und Sturm. Wenn der Himmel rot aufflammt, sagen die Alten, dann öffnet er ein Auge im Schlaf und zählt die gebrochenen Schwüre der Welt. Darum ist das Vermächtnis von Rhyngar nicht Sieg, sondern Maß. Die Reiche schworen neue Eide, nicht an Stahl allein,
sondern an Wort und Wächter, an Banner, die nicht nur wehen, sondern erinnern. Die Schuppen wurden versiegelt, tief unter Hallen, deren Türen nur auf Klang reagieren. Und Barden lehren seit jenem Tag zuerst das Schweigen, dann den Atem, dann den Ton. So endet die Chronik vom Blutgericht in 3 Teilen: Erwachen, Furcht, Vermächtnis. Merket euch die einfache Wahrheit, die schwerer wiegt als jede Rüstung. Gier weckt, Treue bindet und Lieder tragen, wo Waffen versagen. Jeder gebrochene Schwur ist ein Funke im Schlaf des Drachen. Und wenn die Funken sich sammeln, wird die Welt den Schatten seiner Schwingen wieder über sich gehen sehen. So habt ihr nun die ganze Chronik gehört, von Erwachen, von Furcht, von Schlacht und Vermächtnis. Die Kunde vom Blutgericht des Karanox ist erzählt, nicht mehr in Flammen und Schrecken, sondern in Worten, die im Herzen bleiben. Mögen die Schatten vergangen sein, doch das Echo ihrer Schwingen hallt in jeder Erinnerung. Und so wie die Alten mahnten, ist auch dies kein Ende, sondern nur ein leiser Schritt zurück ins Licht der Gegenwart. Nehmt diese Geschichte mit euch hinaus auf die Straßen eures Alltags, in die Stille der Nächte, in die Gespräche an den Feuern. Denn jede Chronik lebt nur fort, wenn sie geteilt und getragen wird. Ich aber, Treutarias Bote, der ewige Barde Lyranor, schließe für heute mein Buch der Lieder. Doch bald werde ich es wieder aufschlagen, um euch neue Kunde zu bringen, von Helden, von Reichen, von Schwüren und von Liedern. Bis dahin bewahret Treue im Blut und Ehre im Herzen.